Servus zusammen, in dem Video schauen wir uns den Bosch Advanced Grind 18V80 an. Also der größte Unterschied zum 1875 ist die verstellbare Drehzahlgeschwindigkeit und sonst ist er sehr ähnlich aufgebaut, muss man sagen. Ladestandsanzeige, Griff, alles ist sehr ähnlich, auch der Mechanismus, außer das hat da oben, das ist praktisch. Müsstet immer den Schlüssel verwenden, auch so könnt ihr es spannen. Weil man kann so viel mehr Kraft ausüben. Ich finde das super. Ganz normal, an, aus. Dann hat unten die Geschwindigkeitsregelung. Auch 32 cm lang. Ihr seht die Aufnahme. Unglaublich interessant gemacht. Auch das Plastik hat man auch, wenn man es aufsetzen will. Seht, wie es dann ausschaut. Da gibt es eine bestimmte. So, genau so. Jetzt muss man nach unten drücken. Nach unten. Dann kann man das drauf dann eindrehen. Ist ein bisschen schwer zum zeigen, das Problem. So, schaffe ich es in einer Hand? Ja, jetzt ist es drinnen. Jetzt einfach drehen, dann es ist fest. 3 rote müssen drinnen sein. Dann könnt ihr noch weiter verstellen. So, wie ihr sehen könnt, ist der Bosch Advanced Grind auch weit oben, definitiv. Was heißt weit oben? 2. Platz. Ich hätte mir das ehrlich gesagt nicht gedacht, also wo ich mir den geholt habe, habe ich mir gedacht, dass der besser sein wird als der Universal Grind. Aber wie ihr sehen könnt, ist er bei der Schnittgeschwindigkeit etwas langsamer, beim Gewicht sind sie fast gleich, bei der Vibration sehr ähnlich, er vibriert ein bisschen weniger. Lautstärke ist ein bisschen leiser und beim Maximaldruck schafft er 8,05 im Durchschnitt. Der Universal Grind 9,02. Wieso jetzt die Unterschiede da sind, ob es verschiedene Motoren sind oder die Abschaltung anders funktioniert, weiß ich natürlich nicht. Optisch ist er sehr ähnlich, das Gewicht ist sehr ähnlich, nur dass man halt da die variable Drehzahleinstellung hat, was sehr praktisch sein kann für jemanden, der das benötigt.
Ich kenne mich da jetzt im Metallwerk nicht ganz so aus, also, aber ich nehme mal an, dass es praktisch ist, dass man die Funktion hat. Ich weiß nicht genau, wann man die Drehzahl reduzieren möchte, wann man das benötigt, aber wer das braucht, ist wirklich super. Man hat halt eben 6 Einstellungen. Ich habe gemessen, Mindestdrehzeit 2,6, ungefähr 2,7. Danach ist leider das abgeflogen, das zu messen. Das heißt, die anderen höheren Gänge oder Einstellungen habe ich nicht gemessen. Und was heißt Gänge? Das ist elektronisch geregelt. Das nehme ich sehr stark an. Das heißt, auch die Leistung sinkt bei den niedrigeren Drehzahlen. Ich habe es nicht getestet, muss ich ehrlich sagen. Hätte ich machen sollen, wie es dann bei Stufe 1, 2, 3 und so ist, ob das dann viel weniger ist bei Maximaldruck. Aber sonst muss ich wirklich sagen, sehr schöner Winkelschleifer, sehr schöne Schutzhaube, sehr schöne Verarbeitung, relativ wenig Vibrationen. Und gefällt mir wirklich super gut, muss ich sagen. Auch für den Preis, für ein Bosch Grünsystem ist, gibt es klare Empfehlungen. Also von mir eine ganz klare Empfehlung, wie schon gesagt, wirklich sehr schön. 100 Euro kostet der, wenn man das benötigt. Wenn nicht, würde ich den Universal Grind nehmen, weil es ein bisschen leistungsfähiger, ein bisschen günstiger, wenn man im Bosch Grünsystem sein will. Sonst seht ihr jetzt ja, die anderen, also auf jeden Fall seien die stärker als einer mit 850 Watt aus der Steckdose. Ich glaube, der zieht 850 Watt aus der Steckdose, bin mir nicht sicher. Ich glaube, das ist das, was der Motor zieht. Nehme ich einmal an. Wie viel dann Effizienz ankommt, weiß ich nicht. Aber es ist halt wie 850 Watt Winkelschleifer. Wahrscheinlich, wenn das eigentlich wirklich, wenn es stimmt, ich weiß ja nicht, ich habe noch keine anderen K-Varianten getestet. Ich will eigentlich nur Akku-Varianten testen, wenn ich ehrlich bin. Bin ein riesiger Fan von den Akku-Winkelschleifern. Aber genug geredet, ihr seht also viel besser. Ich meine, der einzige, den wir vergleichen können, Akku ist halt der kleine AEG. Der ist mit 7,09 Sekunden noch relativ schnell. Und mit dem kleinen Scheibendurchmesser, das macht natürlich einen Nachteil. Sonst 18, den 115, 18 von Einheit ist halt viel schlechter. Von der Leistung, das merkt man auch, der geht relativ früh oder relativ schnell aus, muss man sagen. Das merkt man bei der Anwendung, der ist relativ schwach, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin nicht ganz zufrieden mit dem, was heißt nicht ganz zufrieden, es ist im Vergleich zu den anderen sicher schlechter, aber das sehen wir dann bei den Tests. Und sonst alle Winkelschleifer sind unten verlinkt. Wenn ihr es über Amazon bestellen wollt, für den Kanal unterstützt, vielen lieben Dank für den, der es macht. Vielen lieben Dank für den, der schaut. Abo da ist, Kommentar da ist, Daumen nach oben. Servus, danke, bis zum nächsten Video und ciao.